Sturm, Gewitter mit Hagel. Ich versuche mal die Straße zu filmen, sieht so krass aus. Wir sind jetzt in Leonidio angekommen und definitiv nicht am Klettern, sondern nur am Fressen. Wir haben hier frittierte Kalamares, frittierte Sardinen. Dann hatten wir einen Greek Salad und frittierten Käse und frittiertes Kartoffeln. ja. Hauptsache alles frittiert. Wir verlassen jetzt den Peloponnes. Nach fast 3 Monaten geht es für uns zurück nach Festland Griechenland. So, bei unserem Düdo ist es total wichtig, dass wir regelmäßig Öl checken, weil er verbraucht 3 Liter auf 1000 Kilometer. Für ein bisschen unter Hälfte. Also alles in so einem Bereich. Wir füllen jetzt einfach nochmal einen Liter nach. Wir sind in Nidri auf Lefkada und wir werden jetzt nochmal zu den Nidri-Wasserfällen wandern. Gucken uns das mal an. Hoffentlich ist da auch so viel Wasser wie auf dem Peloponnes. Vielleicht gehen wir nochmal schwimmen. So, scheint so, als wären wir jetzt fast bei den Wasserfällen. Hier geht jetzt durch. Mal gucken, ob da jetzt wirklich noch Wasser ist. Wir werden sehen. Kein Photoshop benutzt, das ist wirklich der Ausblick aus unserem Düdo gerade. Wir sind so geflasht. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Schlumpfenblau gesehen. Es ist einfach nur abgefahren. Wir fahren jetzt gleich zum Kap Lefkada. Da steht ein Leuchtturm und da kann man ein kleines Stück hinlaufen und das schauen wir uns mal an. Eigentlich sollte hier ein Parkplatz sein. Und der ist diese Fläche. Also ich meine, wir könnten es mal versuchen. Warte mal an, komm, wir gehen kein... Aber nee, ich Mann. halte es. Ja, das ist doch kein Parkplatz. So, Mr. Cowboy. Pang, Alter! Wo führst du uns hin? Zu dem Strand, wo die Straße neu gemacht wird und deswegen kann man da momentan nicht mit dem Auto hinfahren und wir standen jetzt vor der geschlossenen Straße, da standen ganz viele Griechen und die haben alle wieder umgedreht, weil es denen zu blöd ist, die 1,5 Kilometer zu Fuß runter zu gehen. zum Strand zu gehen. Ja. Ich habe jetzt auch noch großes Reden, es geht gerade bergab.
Aber, Ja, wir müssen ja zum Glück erst nachher wieder hoch. Genau. Ja, und jetzt geht es hier noch richtig steil runter. Wie weit schätzt du, sind wir noch über dem Meeresspiegel? Ich würde fast sagen, noch 200 Meter oder so. Ja, es geht echt noch ganz schön runter jetzt. So, der Weg wird immer krasser. Jetzt geht's hier runter. Ja, ich glaube, hier war noch mal früher ein Weg, der wurde irgendwie weggespült. Franzi, wenn du runterkommst, oder ich sag dir Bescheid, wenn du kommen kannst, weil sonst die Steine auf dich runterfallen, ja. Ja. Ich tatsächlich fühlt es jetzt nach ganz unten. Krass, da muss man jetzt echt an dem Seil bis ganz nach unten. Nee, um die Kurve, glaube ich. Okay. Kommt da noch ein zweites Seil. Krass. Ey, es geht richtig krass runter. Das ist eine richtig krasse Kletterpartie. Und man muss sich hier ziemlich stark an so einem Seil. Oh, der ganze Boden ist super instabil. Es wird flacher, aber ey, der Boden ist einfach wie eine Lawine. Ja. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch hier abgegangen. Und es fehlt ein ganzes Stück vom Weg. Besonderer Strand hier. Vor allen Dingen, dadurch, dass es so schwer ist, hier hinzukommen, ist hier halt keine Menschenseele. Einfach Postkartenstrand für uns alleine. Aber es ist auch relativ gefährlich, da unten runter zu kraxeln. Ja, ist schon relativ gefährlich. Jetzt kommt wieder der Aufstieg. Das ist der Weg zum Strand. Es ist so krass. So, jetzt verlassen wir Lefkada. Und dazu müssen wir die Fähre nehmen, auf die wir jetzt drauf fahren. Die haben wir auf dem Hinweg auch schon genommen. Genau. Die nehmen ja alle. So, jetzt sind wir auf der Fähre angekommen. Und jetzt hat die Fähre auch schon wieder angelegt. Und jetzt fahren wir von der Fähre runter. Ich würde sagen, das war unsere kürzeste Fährfahrt, die wir je hatten. Voilà, wir sind wieder auf dem Festland. Die wurde hier einfach so als Brücke hingelegt, die Fähre. Wir sind gerade auf dem Weg von Lefkada nach Meteora. Und unterwegs hat Malte einen Schrottplatz gespottet und ist sofort scharf rechts angezogen. Weil? Ich nach einem Lüfter geguckt habe, einen Elektrolüfter für unseren Innenraum, aber eigentlich ein Elektrolüfter, der normalerweise auf einem Kühler vorne dran ist. Der ist ziemlich stark und laut und die haben hier, keine Ahnung, 50 Lüfter liegen. Und ich habe geguckt, ob sie einen kleinen haben, von einem kleinen Auto, den man hier für den Innenraum auch benutzen könnte. Aber selbst die kleinsten sind so laut, die sind auch bestimmt so 10 Ampere, 120 Watt, die sind sehr, sehr stark. Und dass ich mich jetzt dagegen entschieden habe, beziehungsweise Franzi gesagt hat, sie will hier nicht so einen lauten Lüfter im Innenraum haben. Jetzt, also eine größere Auswahl finde ich wahrscheinlich nicht. Ich konnte die sogar noch mal an die Batterieklemmen laufen lassen. Ja. Jedenfalls, Malte war drin und hat mit den Leuten da gequatscht. Ich habe währenddessen unser Essen von gestern warm gemacht. Und ich wollte einfach mal festhalten, was für einen genialen Ausblick wir hier gerade wieder haben. Und was für ein idyllisches Ambiente das ist. Das ist, glaube ich, so mit der schönste Platz für Mittagessen, den wir hier hatten. Ich zeige euch das mal. Malte. Und Ist so schön. Aussicht. Ja, ein riesen Männerspielplatz. Oh, geil. Traumhaft, einfach traumhaft. Und im Hintergrund
rauschen so schön die Autos vorbei. Wir sind weitergefahren und sind jetzt zufällig an einem Stausee vorbeigekommen. Da hinten sieht man den. Und sieht richtig schön gerade aus. Jetzt laufen wir mal kurz runter zum Wasser, gucken uns das da an. Ja, wir haben hier gerade einen Düdo am Straßenrand gefunden und der ist ein Sägewerk. Da wurde der Motor umgebaut, das steht jetzt hier einfach fest. Die Auspuffanlage nach vorne gelegt und haben einen größeren Kühler verbaut und haben hier schon die Motorhaube standardmäßig offen, damit die Wärme weg kann. Ja, lustig. Und das Differential ist noch drin und über das Differential geht jetzt die Hinterachse. Und ich sehe gerade, hier ist ein Verteilergetriebe. Hier geht das quasi, die Kardanwelle geht vom Motor, geht in Verteilergetriebe und es wird einmal auf eine Hydraulik. Die eine Kardanwelle geht in eine Hydraulik, mit der eine Spaltanlage betrieben wird. Und die andere Kardanwelle geht nach hinten zu dieser Sägeanlage. Der hat hier hinten Schmiernippel an den Blattfederaufnahmen und das ist eigentlich relativ begehrt auch, weil da hast du nicht diese Gummis, die sonst nämlich immer spröde werden nach 20, 30 Jahren, wenn sie neu gemacht werden, sondern die müssen im Prinzip, muss die Hinterachse abgeschmiert werden. So, wir sind auf dem Weg nach Meteora. Kleine Wohnung. Was hat sie? Ich glaube, es heißt Meteora-Kloster. Wir zerfließen ein bisschen, es ist echt heiß heute. Ja, wir haben heute keine anderen Touristen getroffen auf dem Wanderweg. Wir sind eine Rundwanderung gelaufen, so 3 Stunden im Kreis. Na, sitzt du da vor unserer Tür? Upsa. Hast du gesehen, wie sie zu mir gekommen ist? Ja klar. Die fühlt sich schon ganz wohl bei dir. Wir fahren jetzt in die Stadt. Und, Wir waren erfolgreich. Wir haben noch einen kleinen Supermarkt gefunden und eine Dose Katzenfutter gekauft und ein Brot. Und jetzt haben wir hier gerade noch mal diesen Hügel entdeckt und wollen hier noch mal gucken, wie hoch man
hier zu diesen abgefahrenen Löchern kommt. Aber alleine schon der Ausblick ist so geil. Hier diese Rundum-Sicht da hinten. Das ist so schön. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Geht's da gut hoch? Okay. Und diese Felsen erinnern dann irgendwie an Star Wars. So, das war's mit Meteora und mit diesem Video. Und nächste Woche fahren wir weiter Richtung Osten, Richtung Türkei und machen einen Zwischenstopp bei den griechischen Göttern und versuchen auf den Olymp zu gehen. Genau.